Ja, und da sind wir schon wieder. Herzlich willkommen hier im Labor. Den dritten Teil DSP einmessen mit den neuen Funktionen in unserer Software. Starten wir mal mit einem herzlichen Dank an Patrick Herby, von dem eine der neuen Funktionen die Idee dazu stammt. Ja, heute geht's los. Wirklich Neues, was bisher noch nicht da gewesen ist. Bleibt dran, nie war einmessen so einfach. Bis gleich. So, die Technik steht schon wieder. Heute mal ein bisschen anders. Das Auto steht draußen in der Werkstatt. Ich habe es hier mit einem 10 Meter USB-Kabel mit meinem Rechner im Labor verbunden, weil doch sehr viel am Bildschirm passiert. Gut, Auto ist verkabelt. Unser Messsystem ist wieder auf dem Fahrersitz. Die Endstufe ist verbunden. Gestern haben wir in sehr kurzer Zeit mit ganz wenigen Schritten die Laufzeiten exakt eingemessen. Heute soll es erstmal darum gehen, die einzelnen Lautsprecher im System zu betrachten und zu equalisen. Vorbereitend dazu, ich schreibe die Links auch nochmal in die Videobeschreibung, vorbereitend dazu ein bisschen Basiswissen. Interessant, begleitend als Video die EQ Basics, Grundlagen des Equalizings, und das Video The Liquids Lie, die Grundlagen Aktivweichen und Filter. Gerade das Topic Interferenzen wird heute spannend. Interferenzen, was ist das? In 3 Worten erklärt. Wie gesagt, schaut euch das Video nochmal an, EQ Basics, aber in 3 Worten erklärt. Sich überlagernde Wellen, und bei Schall reden wir ja von Wellen, sich überlagernde Wellen können sich entweder addieren oder sie können sich gegenseitig auslöschen. Wenn ein Wellenberg auf ein Wellental trifft, dann löschen die sich gegenseitig aus, und das Ganze nennt sich destruktive Interferenz. Das passiert im Auto durch Scheibenreflexionen, durch Horntrichter-Effekte, bei verschiedenen Frequenzbereichen immer wieder mal. Das lässt sich nicht komplett ausschließen, ist aber wichtig zu wissen, weil diese destruktiven Interferenzen lassen sich elektronisch mit dem Equalizer nicht korrigieren. So viel einleitend. Jetzt geht es auch direkt an die entsprechenden Messungen, und jetzt bringen wir erstmal die einzelnen Lautsprecher dahin, dass die am Ende zu einem System zusammenspielen können. Okay, ich habe mich ein bisschen klein gemacht, in die Ecke gedrängt. Die GUI steht heute im Vordergrund, die Software. Dann starten wir mal. Wir gehen in das Messsystem. Wie gesagt, ich stelle mir ein bisschen Pegel ein. Aus Erfahrung so um die minus 30 dB im Signalgenerator. Dann habe ich den Sinus Sweep, um den es heute geht, ordentlich hörbar. Ich stelle wieder meinen Kanal 1112 als Messeingang ein, und ich erhöhe ein bisschen die Messempfindlichkeit, damit mir der gemessene Graph am Ende nicht unten rausrutscht. So, jetzt kann ich direkt mal eine Messung machen. Im Moment ist nichts eingestellt, außer die Hochpassfilter für das Mittelhochtonsystem, damit da nichts passiert. Da ist ein Hochpass 200 Hertz drin. Dann kann ich hier auch schon losmessen. Habe ich zweimal geklickt, macht da 2 Messungen, macht nichts. Dann sieht man auch direkt in der Überlagerung, wie hochpräzise unser Messsystem funktioniert. Gut, was ich jetzt schon sehe, ist, meine Messung läuft ein bisschen oben Richtung 0 dB, das heißt, die Messempfindlichkeit reduziere ich noch ein bisschen, damit das Ganze im ordentlich messbaren Rahmen bleibt. Nochmal eine Kontrollmessung, ob das so jetzt passt.
Dann kann ich mit Clear Sheet Entry Draw kann ich meinen Graphen löschen und ich gehe noch ein bisschen runter in der Empfindlichkeit. Mit Clear Sheet Entry Draw wird der Graph gelöscht und die letzte Messung, nur die letzte Messung, neu gezeichnet. Okay, um das Ganze ein bisschen einfacher zu machen, die Funktionstasten noch mal kurz erklärt. F10 startet eine neue Messung, F11 macht genau diesen Clear Sheet Entry Draw und F12 löscht mir den Graphen komplett. Also F10 startet die Messung. Wenn ich jetzt nochmal das Ganze löschen und neu zeichnen möchte, F11, F12, alles gelöscht. Soweit zum grundsätzlichen Umgang. Los geht's mit dem ersten Lautsprecher. So, wie gesagt, ich gucke mir heute erstmal die Lautsprecher nacheinander an, mache ein Equalizing der Einzellautsprecher und gucke, wo sitzen die Interferenzen dieser einzelnen Lautsprecher. Damit fange ich mal an mit dem vorderen linken, Kanal 1. Auf Kanal 1 hängt bei mir die linke Mittelhochtoneinheit. Das ist eine Mercedes C-Klasse, also der Zehner in der Tür plus der Hochtöner im Spiegeldreieck, die sind passiv getrennt. So, jetzt mute ich mir erstmal das komplette Frontsystem mit einem M plus F. Dann mute ich mir mein komplettes Hex-System mit M und R. Und den Subwoofer mache ich auch noch manuell aus. Wo es mir heute im ersten Step drum geht, Kanal 1, Mittelhochton links. Dann messe ich den erstmal solo. Da ist der Frequenzgang Mittelhochton links. Es spielt nur die linke Seite, trotzdem interessiert mich in dem Fall jetzt nur die gemessene Summe, weil, wie gestern schon erwähnt, auch wenn nur der linke Lautsprecher spielt, ich höre ihn mit beiden Ohren. Unser Kunstkopf sitzt drin, die Einzelmessungen der beiden Mikrofone werden angezeigt, schwarz und rot, interessiert mich aber erstmal gar nicht, weil was ich wahrnehme als Mensch, ist ja die Summe aus rechts und links. Und genau das ist hier, wenn ich die Checkbox Sum anmache, die gemessene Summe aus rechts und links, vorne linker Lautsprecher. Es spielt nur ein Lautsprecher und ich höre mit beiden Ohren. So, bevor ich jetzt dran gehe, diesen Frequenzgang anhand meiner Referenzkurve, also da wo ich hin will, zu linearisieren, interessiert mich ja erstmal, an welchen Stellen kann ich den überhaupt linearisieren? Sind da destruktive Interferenzen im Spiel, an denen ein Einsatz des Equalizers keinen Sinn macht? Und dafür wähle ich hier die neue Funktion Phase C. Damit kann ich die Interferenzen messen. Aktiviert ist nur vorne links. Ich klicke den Button Measure Interference. Das System macht 3 Messungen hintereinander, vollautomatisch. Zweite Messung. Dritte Messung. So, dann kann ich die Box schon wieder schließen. Und ich habe jetzt hier die Checkbox Interferenz. Ich kann mir die jederzeit wieder mit anzeigen lassen. Und ich habe einen Schrieb oben über meinem Graphen, der mir anzeigt, an welchen Stellen im Frequenzgang habe ich Interferenzen. Das heißt, wo reagiert der Frequenzgang gemessen nicht so, wie der Equalizer eingestellt wird. Das ist hier relativ harmlos bei dem Mittelhochtonsystem. Hier sind kaum Interferenzen drin. Aber hier sehe ich im Bereich 140, 150 Hertz, da wird die Kurve rot und senkt sich ab. Also hier ist eine ordentliche Differenz zwischen dem, was der Equalizer einstellen würde
und dem, was am Ende an Frequenzgang mehr Gewinn rauskommt. Da brauche ich also mit meinem Equalizer gar nicht ansetzen. Ist in dem Falle uninteressant, ist außerhalb des Bereichs, weil ich sehe, bei 200 Hertz, da ist auch im Moment mein Filter eingestellt, macht der 10er in der Tür hinter diesem Duschkopfgitter von Mercedes, die sind in den originalen Einbauplätzen, da macht der 10er keinen Schalldruck mehr. Ich habe eine leichte Interferenz bei 2,5 Kilohertz, hier muss ich also ein bisschen aufpassen mit dem Equalizing, aber so wie ich das im Frequenzgang sehe, brauche ich hier nichts anheben. Der interessante Bereich sind die 4,5 Kilohertz, diese Senke, diese Badewanne und diese Überspitzung im Hochton. So, jetzt kommt eine Stelle, die das Einstellen wirklich sehr, sehr, sehr einfach macht und beschleunigt. Ich kann an dieser Stelle sagen, kopiere mir diesen Frequenzgang, den gemessenen Frequenzgang, in meinen Frequency Chart, in die Darstellung von meiner Filter. Der macht automatisch den Frequenzgang-Chart auf. Wir sehen es hier. So, und jetzt habe ich genau diese Messung im Chart vorgegeben. Das ist mir jetzt hier ein bisschen weit runter gerutscht. Daher nehme ich doch die Empfindlichkeit nochmal hoch. Ein paar dB, 13 dB, passt soweit. Ich wiederhole noch einmal kurz die Messung. Das sieht besser aus. Jetzt habe ich es auch hier oben in einem Bereich, wo ich deutlich alles sehen kann. An diesem Punkt kann ich mir jetzt, hier ist ganz kurz diese Checkbox erklärt, RTA Overlay. Das ist der reine Frequenzgang des Filters, Ausgangsfilter 1 und 2. Wie gesagt, da ist im Moment nur eingestellt der Hochpass. Das hier oben raus ist noch ein kleiner Software-Bug, der wird noch beseitigt bis zur finalen Version, aber bei 18 Kilohertz interessiert der mich nicht. Okay, das ist der reine Filter, das was im Filter eingestellt ist, und wenn ich RTA Overlay aktiviere, dann habe ich genau meinen Filter zusammen mit dem, was real gemessen wurde. Und hier in diesem Chart interessiert mich jetzt nur links, weil es spielt nur der linke Lautsprecher. Und damit interessieren mich nur die Filter, die auf der linken Seite eingestellt sind. Wir fangen ja an mit vorne links. Und damit dieses Hin- und Herhüpfen des Charts, mach mal gleich. Gut, ich kann mir hier alle Filter im Signalweg kann ich mir anzeigen lassen. Eingangs-EQ, Gruppen-Equalizer, den setze ich mal auf None, der wird also nicht mit angezeigt, und hier sind die einzelnen Filter der Kanäle, hier kann ich auswählen. Und was über diesen kompletten Signalweg an Filtern gesetzt ist, wird hier oben im Chart angezeigt. Gut, wie komme ich jetzt von hier zu meinem idealen Frequenzgang? Ich blende meine Referenzkurve mit ein. Ich setze mir diese Referenzkurve mit den Pfeilen an eine Position, dass die so ziemlich mittig durch meinen gemessenen Schrieb läuft. Jetzt gehe ich in meine Ausgangsfilter und habe jetzt hier die oberen 10 Filter zur Verfügung, um diesen Frequenzgang an diese Referenzkurve anzupassen.
So, und jetzt gibt es hier den Button Chart Set on Top. Wenn ich diese Checkbox aktiviere, dann bleibt der Chart immer auf der Bildschirmoberfläche. Das heißt, wenn ich in die GUI gehe, was einstelle, verschwindet der Chart nicht. So, jetzt wird es sehr, sehr einfach. Ich habe hier bei 3,2 Kilohertz habe ich eine leichte Senke. Ich gehe in meinen Equalizer und korrigiere die. Ich sehe, die kommt in der Mitte hoch, rechts und links sind noch ein bisschen Wangen, also etwas kleinere Güte, damit der Einsatzbereich breiter wird. So, dann habe ich jetzt hier bei 2 Kilohertz einen leichten Peak. 2, 1, 2, 3. Nehme ich etwas runter. Diese Funktion ist noch, ich sage noch, nicht automatisch, wird in Kürze kommen, dass man diesen Angleich Frequenzgang des Lautsprechers an die Referenzkurve vollautomatisch durchführen kann. So, dann habe ich hier einen ordentlichen Peak bei 11 Kilohertz. 1, 1, 1, 2, 3, 11 Kilohertz. Den ziehe ich mir auch runter. Und da sehe ich auch schon, die Güte ist viel zu groß mit 4. Ich brauche also einen breiteren Eingriff, eine kleinere Güte. Nochmal das Video, Eco Basics. Und dann bin ich auch schon fast da. Das letzte Band, das 10. Band, benötige ich später für die Phasenkontrolle. Das lasse ich mal komplett außen vor. Mit dem gehe ich noch mal ein bisschen. Mit dem gehe ich noch mal ein bisschen höher. Einmal kurz vertippt, das waren 1200. Ich wollte 12.000. So, dann passt es wieder. Ich sehe also sofort hier oben im Frequenzgangchart sehe ich jede Veränderung, die ich im Equalizer einstelle. Was mich noch stört, ist bei 9 Kilohertz können wir noch ein bisschen runter. Jetzt habe ich da oben kein Band mehr frei. Dann gehe ich halt hier 1000. Zack, 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 zack. So, jetzt entspricht der Frequenzgang meines Lautsprechers ziemlich genau der Referenzkurve, die ich anvisiert habe. Die 400 Hertz sind mir noch ein bisschen wenig. Der Abfall hier. Mein Interferenzgraph sagt, bei 400 Hertz kann ich ganz locker noch korrigieren. So, damit die Trennfrequenz am Ende nicht allzu hoch läuft, gehe ich hier bei den 400 Hertz auch noch etwas hoch. 400. Jetzt sind die 600 etwas mitgekommen. Wie gesagt, das passiert in der finalen Version genauso wie später beim Main Equalizer vollautomatisch. So, jetzt habe ich von 400 Hertz bis oben raus, abgesehen von diesem kleinen Bug hier, von 400 Hertz bis oben raus habe ich mit Abweichung plus minus 2 dB den Frequenzgang des Lautsprechers an meine Referenzkurve angepasst. Jetzt gehe ich wieder in meine Messung, den kann ich wieder in den Hintergrund setzen, messe das Ganze nochmal nach. Und wenn ich mir jetzt die Referenzkurve mit hier reinhole, so, dann habe ich hier schon mal eine hervorragende Übereinstimmung. Mein Lautsprecher spielt, wie ich das wünsche. Der Frequenzgang entspricht der Referenzkurve. Das mache ich jetzt erstmal nacheinander für alle Lautsprecher im System. Ich beschleunige das ein bisschen, erkläre nicht mehr ganz so viel dabei. Jetzt nehme ich den vorderen Subwoofer im Fußraum, den 20er auf der Fahrerseite. Ich mache wieder meine Frequenzgangmessung. Wie gesagt, es interessiert mich nur die Summe. Jetzt wird es hier gerade ein bisschen verwirrend am Bildschirm,
Also einmal löschen und neu zeichnen. Auch für den Lautsprecher Interferenzmessung, weil auch da interessiert mich, wo kann ich überhaupt eingreifen und wo nicht. Ist gelaufen. Die Box schließe ich. Ich sehe direkt im Vergleich zum Mittelhochton, ist mir dieser Lautsprecher etwas zu laut. Ich kann in dem Bereich, wo er eingesetzt werden soll, hier irgendwo 60, 70 Hertz, bis da, wo er übergehen soll auf den Mitteltöner in der Tür, 350, 400 Hertz, kann ich komplett equalisen, wie ich möchte. Da habe ich keine destruktive Interferenz drin. Alles gut. So, gleiches Vorgehen. Copy to Chart. Der liegt ja jetzt auf Kanal 5, also muss ich mir auch hier im Chart den Filter von Kanal 5 anzeigen lassen. Das ist der. Ich habe wieder meinen gemessenen Graphen übernommen in den Frequency Chart. Ich gehe raus und stelle jetzt Kanal 5 ein, dass dieser Graph, dieser gemessene Graph meiner Referenzkurve entspricht. Erstmal weiß ich jetzt ungefähr, wo mein Low-Pass ist. Auch da wieder Verweis aufs Video, Link with Sly. Oberhalb 350 Hertz, 300, 350 Hertz macht keinen Sinn, diesen Lautsprecher einzusetzen. Untenrum buckelt dann noch mal ein bisschen auf. Ich nehme ihn mal relativ steil raus mit 24 dB. Und dieser restliche Frequenzgang, 70 Hertz bis 300 Hertz, den korrigiere ich jetzt auf meine Referenzkurve. Ist also zum einen mal ein bisschen zu laut. Daher auch die Pegeländerung sehe ich sofort im Chart. So, dann habe ich einen leichten Peak bei 110 Hertz. Bei 110. Wirkt zu weit hoch im Frequenzgang, also Güte hoch. Dann habe ich einen Peak bei 220 Hertz. Ähnlich schmalbandiger Peak, also hohe Güte. Jetzt kann ich bei 150 Hertz noch mal ein bisschen breitbandiger hochgehen. So, ich habe komplett den Tieftöner im Fahrerfußraum angeglichen an meine Referenzkurve. Ich gehe zurück in meine Messung, kontrolliere das Ganze nach. Und sehe, wenn ich meine Referenzkurve da durchlege, das passt. Jetzt kann ich ja mal spaßeshalber kann ich mir Kanal 1 und 5, also den Mitteltöner und den Tieftöner anmachen. Messe meine Summe und sehe, ich bin schon jetzt von 90 Hertz bis oben raus sehr, sehr nah an der Referenzkurve. Wenn ich das gleiche mal im Vergleich zur rechten Seite, wo ja noch nichts eingestellt ist, dann sieht man schon deutliche Unterschiede von 7, 8, 9, 10 dB, die auf der linken Seite jetzt sehr, sehr schnell korrigiert wurden. Die restlichen kleinen Fehler, die hier im Frequenzgang sind, die ignoriere ich jetzt mal.
F11, einmal neu zeichnen. Hier sind noch ein paar kleine Fehler im Frequenzgang. Der Mitteltonbereich kann noch ein bisschen hoch. Hier im oberen Bassbereich ist noch ein kleiner Peak. Das ignoriere ich jetzt mal komplett. Das interessiert mich an dieser Stelle noch gar nicht. Das macht später der Hauptequalizer. Aber ich sehe, mein System an sich spielt nach wenigen Klicks schon sehr, sehr gut. So, diesen Vorgang wiederhole ich für alle einzelnen Lautsprecher, die ich einstellen möchte, die ich später zu einem System, zu einem stimmigen System zusammenstellen möchte. Ich mache also mit vorne rechts weiter, mache zunächst mal die Messung mit der Taste F10. So, F11, einmal löschen und neu zeichnen. Das ist der Frequenzgang vorne rechts. Ich kopiere mir den in den Chart, sage hier, ich möchte die rechte Seite einstellen, deswegen interessiert mich auch nur die Anzeige der rechten Seite. Ich möchte Filterkanal 1 und 2 einstellen, also den Filterpfad, den ich gerade einstelle, der muss hier oben auch angezeigt werden. Und dann kann das schon losgehen. Ich hole mir die Referenzkurve wieder ran, lege mir die über meinen gemessenen Schrieb, gehe in die Filter 1, 2, lege mir den Chart on top und dann kann es schon losgehen, entsprechend mit den Korrekturen im Equalizer. So, jetzt sagen wir mal, der ist auch schon eingestellt. Nächster Lautsprecher. Ich gehe in die Messung, zack, zack, Kanal 6, der vordere rechte Tieftöner. Mache die Frequenzgangmessung. Einmal neu zeichnen. Hier, aus denen sehe ich wieder sehr, sehr harmlos im Frequenzgang. Funktioniert wunderbar. Kopiere mir den in den Frequenzgangschrieb. Der sitzt auf Kanal 5, 6. Den möchte ich einstellen. Also lasse ich mir auch nur die Filter von Kanal 5 und 6 anzeigen. Rechte Seite. Das war es auch schon wieder. Ich gehe in die Filter rein. Kanal 6. Chart on top. 6 ist hier der untere. Die 100 Hertz sind ein bisschen zu laut. 1 nur ganz grob. Und ich kann den Frequenzgang des Lautsprechers an meine Zielkurve anpassen. Soweit, Ablauf immer gleich, Lautsprecher aktivieren, der zu messen ist, eine Frequenzgangmessung, kopieren in den Chart, im Chart aktivieren, die Filter, die ich auch einstellen möchte, und dann sehe ich direkt live, wenn ich den Filter einstelle, welche Auswirkung hat das real auf meinen Frequenzgang. Das Ganze ist noch mal einfacher zu machen, wenn man 2 oder mehr Monitore zur Verfügung hat. Dann kann ich mir als kleinen Tipp den Frequenzgang, den gemessenen Frequenzgang, kann ich mir auch rausholen, an eine andere Position auf dem Bildschirm setzen. Dann habe ich direkt immer gemessen eingestellt gegenüber, übereinander, wie ich das auch immer möchte. Ich kann mir beide Graphen ständig auf der Oberfläche anzeigen lassen oder halt, dass die GUI Vorrang hat. Das sind so Kleinigkeiten, da kommt man relativ schnell rein, wenn man ein paar Mal mitgearbeitet hat. Eine Kleinigkeit noch zur Interferenzmessung. Wir machen die jetzt hier nochmal neu. Kanal 1 und 5, also die linke Seite komplett. Ein Hinweis zur Interferenzmessung: Damit die Messung gemacht werden kann, muss der Pegel hier bei mindestens minus 32 dB oder lauter stehen. Gehe ich in die Checkbox rein und der Pegel ist zu leise, jetzt hier bei minus 37 dB, dann sagt er mir ganz klar, Generator Volume muss sein mindestens minus 36 dB und der Button ist deaktiviert. In dem Moment, wo ich die minus 36 erreicht habe,
kann ich die Messung machen und das geht vollautomatisch. Ja, soweit für heute. Morgen geht es weiter. Die Einzelfrequenzgänge sind dann angepasst. Die einzelnen Lautsprecher spielen schon so, wie meine Zielvorgabe ist. Morgen geht es darum, diese einzelnen Lautsprecher zu einem kompletten System, was stimmig in sich phasenrichtig spielt, zusammenzufügen. In diesem Sinne, bis dahin, ab heute gibt es unten in der Videobeschreibung den Download-Link zu dieser Beta-Version. Ja, wenn Fragen sind, wie gesagt, hier in die Kommentare. Dann sage ich mal, sehen wir uns morgen zur automatischen Phaseneinmessung wieder. Bis morgen. Ciao.